Heute wird's richtig schokoladig, aber mit Kürbis. Ein saftiger Kürbis-Schokoladen-Brownie, nicht nur zu Halloween ein Genuss. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, fangen wir mal in der Kurzfassung an. Ihr braucht Kürbismus. Halbiert dafür zum Beispiel einen Hokkaido-Kürbis. Entkernt ihn, schneidet ihn erst einmal dann in Streifen, dann in grobe Würfel. Das Ganze geht auf ein Backblech in den vorgeheizten Backofen, wird schön gar gegrillt und dann könnt ihr ihn auch schon pürieren. Das war's. Danach packe ich das in Tütchen, friere es ein und dann könnt ihr sowas Leckeres backen. Guckt euch das mal an. Ganz saftig. Oben kann man noch das Kürbismus erkennen. Und hier habe ich gefrorenes Kürbismus aus dem Froster. Deswegen sieht das jetzt so ein bisschen stückelig aus. Ihr könnt selbstverständlich auch frisches Kürbismus nehmen. Ich habe jetzt das ältere noch quasi genommen. Funktioniert genauso. Dann habe ich hier einmal Zimt, Muskatnuss und Piment. Und das Ganze in diesem Brownie schmeckt nachher wirklich Richtung Weihnachten. Einfach fantastisch. So, dann habe ich hier ein bisschen vegane Milch. Alternativ könnt ihr auch normale Milch, Joghurt, egal ob vegan oder mit Milch nehmen. Und das Ganze verrühre ich. Ich habe das später nochmal in den Mixer gegeben. Dadurch wurde es dann ein bisschen besser. Und dann könnt ihr auch schon 2 Tafeln Zartbitterschokolade schmelzen. 200 Gramm tatsächlich. Und hier rein gebe ich schon mal ein bisschen Öl. Der ganze Kürbis-Brownie ist tatsächlich vegan. Und die genauen Zutaten findet ihr wie immer unten unter diesem Video verlinkt. So, dann noch ein bisschen Zucker. Das gebe ich jetzt schon mal in die heiße Schokolade. Dann ist das schon mal nicht so kristallig. Außerdem versuche ich auch gerade die heiße Schokolade runter zu kühlen. Denn natürlich gibt es die Brownies mit Hefewasser. Und die mögen es ja nicht heiß, sondern nur kuschelig warm. Machen wir natürlich. Und das Tolle noch an diesem Rezept ist, ihr braucht den Teig nicht gehen lassen. Fertig machen, backen, zack, fertig. Ohne Worte, einfach. Ich verspreche euch, das wird einer der besten Brownies sein, den ihr je gegessen habt. So, ich habe jetzt zwischenzeitlich noch Backkakao mit hinzugegeben. Also nehmt nicht den ihr in euren Kakao rührt oder für einen Kakao benutzt, sondern wirklich den ungezuckerten Backkakao. Da nehme ich immer gerne den schwach entölten. Da sind nämlich dann mehr Nährstoffe enthalten. So, und dann habe ich hier auch nochmal vegane Pflanzenmilch. In meinem Fall hatte ich tatsächlich Dinkel genommen. Und auch das rühre ich jetzt nochmal rein. Denn wie gesagt, die Flüssigkeit oder die Mischung muss kälter werden, damit wir unsere goldene Hefewassermixtur mit hineingeben können. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie euch das Rezept gefällt. Ich habe es bei Instagram bei Zucker und Jagdwurst gesehen. Das ist ein veganer Kanal. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, das sieht so lecker aus. Habe es direkt nachgebacken und was soll ich sagen? Ein ganz tolles Rezept, danke dafür. Ich verlinke euch die beiden natürlich auch nochmal unten unter dem Video. Dann habe ich jetzt hier einmal Dinkelmehl verwendet und welche Küchenmaschine. Also heute brauchen wir die tatsächlich nicht. Nehmt einfach einen Schneebesen und mixt das Ganze einmal kurz durch. Klappt ganz wunderbar. Hier guckt euch das an und dann, Also wenn ich das schon wieder sehe, wir haben noch so ein bisschen Brownie übrig, aber ich könnte gleich schon wieder welchen machen. So, hier kann man es nochmal sehen, das ist ein bisschen kristallig noch, aber passt gleich mal auf, wie das aussieht mit dem Hefewasser. Ah, nein. Nee, machen wir nicht. Das ist noch ein bisschen zu heiß. Ich kann das hier fühlen an der Schüssel. Ich habe noch ein paar Minuten gewartet und dann, ja, jetzt endlich war es soweit. Jetzt können wir das gute Hefewasser hinzugeben. Wichtig, gebt auch immer diesen Satz, der sich unten bildet, mit hinein. Denn dort lagern sich die meisten Hefetierchen ab. Also die meiste Hefe bildet sich da. So, das Ganze mixe ich nochmal um und dann holt euch schon mal eine schöne Auflaufform daher. Ich habe eine Glasform von Pyrex genommen, die mag ich wirklich tatsächlich am liebsten. Selbstverständlich könnt ihr auch jede andere nehmen oder vielleicht habt ihr auch nochmal so ein größeres, flacheres Gerät, was ihr nehmen könnt. Guckt mal hier,
Wahnsinn, wie cremig und soft das jetzt hier geworden ist. Absolut köstlich, ich könnte mich da so reinlegen. Wenn dir das Video gefällt, abonniert den Kanal und vor allem aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer, sobald es ein neues Video gibt. Und für alle, die noch ein bisschen mehr wollen, schnelle Antworten und noch zusätzliche Videos und auch Informationen hinter den Kulissen, werdet einfach Mitglied. Den Link findet ihr unten unter diesem Video. Das lohnt sich für euch wirklich sehr. Jetzt habe ich hier meine Pyrex-Auflaufform, von der ich schon gerade geredet habe. Und weil es vegan ist, streiche ich die natürlich mit Pflanzenöl aus. Solltet ihr es nicht vegan möchten, tauscht das Öl einfach mit Butter oder für diejenigen, die Margarine verwenden, auch mit Margarine. Sowas gibt es tatsächlich bei uns gar nicht im Haus. Und schon könnt ihr den Teig hineingeben. Oh, das ist wirklich eine Sünde und meine Familie hat gesagt, sie haben noch nie, wirklich ungelogen noch nie so einen guten, saftigen, fluffigen Brownie gegessen. So, hier ist jetzt mein Mousse. Dadurch, dass es eingefroren war, ist es ein bisschen klümpchenhafter. Also bitte nicht wundern, wenn ihr frisches Kürbismus nehmt, sieht das noch ein bisschen schicker aus. Und da haben wir schon jemanden, der freut sich ohne Ende schon auf diese leckeren Muffins. Die Mumie. So, gebt das hier so ein bisschen drauf und dann wird das jetzt gleich nochmal wie beim Marmorkuchen mit der Gabel verstrichen. Ich zeige euch das mal hier im Schnelldurchlauf. Witzigerweise vor dem Backen konnte man das Kürbismus richtig gut erkennen. Hier seht ihr das. Und jetzt geht es direkt in den Ofen. Das sieht doch richtig fantastisch aus. Ich habe den Rand später noch mal ein bisschen mit dem Messer angekratzt, damit er sich jetzt auch richtig gut löst. Das waren jetzt bei mir so circa 30 Minuten, die der gebacken ist, und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Also probiert es aus. Zucker und Jagdwurst hat gesagt 25 bis 30 Minuten. Bei mir waren es eher so 30 bis 40 Minuten und er ist immer noch saftig. Wir schneiden ihn an und anhand des Messers könnt ihr es jetzt auch gleich erkennen. Wahnsinn. Also wirklich fantastisch. Und vor allem toll finde ich, dass er vegan ist und die Zutaten hat man eigentlich immer im Haus. Ich mache das tatsächlich so, wenn es Kürbisse gibt, hole ich ganz viele davon, püriere die, packe die in den Froster und habe immer Püree da, damit ich leckeres backen kann. Und ich zeige euch gleich mal, eins unserer Kinder hat es probiert. Hier ein paar Früchte noch dazu, vielleicht noch ein bisschen Sahne. Oh, wirklich ein Traum und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.